Heute bei Papalapap. Also wir erklären auf den Punkt, was geht bei Personas und was nicht geht. Und weil da gibt es schon in der Szene einen tiefen Riss, also ein tiefes Missverständnis von dem, wofür Cooper die erfunden hat und was sie heute daraus gemacht haben. Und das enttäuscht Cooper ohne Ende. Ich sag mal herzlich willkommen. Und zwar nicht nur euch, sondern auch Corinna und Herbert. Das sind die beiden Experten für Personas, die ich heute eingeladen habe. Ihr habt euch dem Thema Personas nochmal ganz anders genähert, was ich ziemlich cool finde. Und ein anderes Medium gefunden, um das zu erklären. Und also vielleicht für die Leute, die den Comic noch nicht gelesen haben, also ihr erklärt quasi Was los? in dem Comic, ja, Personas. Ja, also wir erklären auf den Punkt, was geht bei Personas und was nicht geht. Und weil da gibt es schon in der Szene einen tiefen Riss, also ein tiefes Missverständnis von dem, wofür Cooper die erfunden hat und was sie heute daraus gemacht haben. Bei mir war es so, dass ich habe mich vorher mit Personas nie so intensiv beschäftigt, wie logischerweise bis zu dem Comic. Ich habe Personas gesehen und habe irgendwie gespürt, dass die sind irgendwie falsch. Also wenn ich Personas so mal gesehen habe, wie die aufgebaut waren, habe ich das Gefühl, also die bringen doch nichts. Aber ich konnte nicht wirklich auf den Punkt formulieren, was da mir dran nicht gefällt. Ja. Auslöser war ja euer Comic, den ihr mit Alan Cooper gemacht habt. Und deswegen reden wir im Prinzip über Cooper-Personas. Genau. Aber das geht ja in der Praxis, geht das ja bunt durcheinander, weil jeder nennt ja irgendwie irgendwelche Dinge Personas. Segments that you are actually targeting. A market segment. Is your target audience? Bei einer Zielgruppe. Wollen wir das versuchen, mal ein bisschen zu schärfen, was es für Personas gibt und worüber wir eigentlich reden gerade? Na, wir reden über die Personas, die man fürs Design nutzt. Also sobald man irgendein Produkt, es kann auch ein Service sein, gestaltet, ist so eine Cooper-Persona natürlich super hilfreich. Das ist auch das ursprüngliche Artefakt, das Art Persona genannt wurde. Alles andere, was Persona genannt wird, also sei es im Marketing oder Customer Service, das würden wir gar nicht Persona nennen. Und damit haben wir uns dadurch auch gar nicht so intensiv auseinandergesetzt. Das sind für uns die Personas in Anführungsstrichen. Genau. Die Marketingleute hatten auch immer so eine Personifizierung von ihren Kunden. Aber die hießen Archetypen früher. Ja. Und die werden halt mittlerweile auch alle Personas genannt. Ja. Und also es ist halt nicht das, was wir brauchen. Und man muss sich als Designer natürlich auch hinterfragen oder als UX-Mensch, was ist das gerade für eine Persona, die ich da vor mir habe? Kann ich damit arbeiten? Ja. Bringt mir das was? Oder ist es vollkommen nutzlos, weil da stehen halt keine Ziele zum Beispiel? Ja. Wir haben da ja mal eine Persona mitgebracht. Aber ich hätte schon Lust, da mit euch drauf zu schauen und mal eure Meinung dazu zu hören. Okay. So, wir haben mal hier die Mary Taylor. Das ist so ein Beispiel, ich glaube, das findet man recht häufig. Also auch schon diese Art, wie das Ganze aufbereitet ist. Immerhin nicht Susi Sorglos. Also das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, oder? Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Worauf achtet ihr jetzt, wenn ihr mit eurem heutigen Wissen auf so eine Persona guckt? Was ist so das Erste, worauf ihr guckt? Ich scanne das Template meistens und schaue, steht da irgendwas von Zielen? Steht da irgendwas von Motivation, Bedürfnissen? Ja. Okay. Und dann also im Vergleich zu den ganzen Inhalten, die da drauf sind, wie viel nimmt das von der Persona ein? Weil das ist ja eigentlich der Kern. Also eine Persona ist ja nichts anderes als eine Sammlung von Zielen. Alles andere, dieses Drumherum, also zum Beispiel der Name, das Bild, ist eigentlich unwichtig. Das ist eigentlich nur hilfreich dafür, dass man sich diese Ziele, dass man denen irgendwie einen Namen gibt, dass man darüber reden kann. Goals. Der Ansatz von Cooper hieß ja auch Goal-Directed Design. Und wir haben tatsächlich also alle Bücher von Cooper uns geholt. Und dann sind wir hinten in das Glossar gegangen und haben dann ausgezählt, wie oft da Persona kommt. Und wie oft auch Goal kommt oder so. Und das war das Interessante. Das ist dir aufgefallen als erstes. Da stand bei Goals, siehe Personas.
Und bei Persona stand siehe Goals. Und da sieht man, dass das eigentlich das Herzstück von Personas ist. Ziele. Also Ziele. Es gibt ja verschiedene Sorten von Zielen. Ja. Da können wir später nochmal drüber reden. Also eigentlich beschreibt die Persona Ziele. Also was möchte die Nutzerin, also was möchte die Mary hier eigentlich erreichen? Wo will die dann eigentlich hin? Und wie alt die ist und wo die wohnt und so weiter und so fort, ist schön und gut, aber interessiert eigentlich nicht. Ist aber relativ typisch, ne, dass so ganz stark auf die Demografie abgehoben wird, ne, und eine Beschreibung. Und ich würde auch nicht sagen, dass das keinen Wert hat, weil es hilft mir, mich mehr in die Persona rein zu versetzen. Aber das ist quasi irgendwie der Zuckerguss obendrauf, ne? Und viele machen einfach nur den Zuckerguss. Und vergessen den Kern. Und vergessen den Kuchen. Die vergessen den Kuchen darunter. Die vergessen, ja, da hast du nur noch Zuckerguss. Verkauft sich gut. Du hast das von Jonathan Corman, ja. Also Jonathan Corman ist ein Mitarbeiter von Alan Cooper, lange Jahre gewesen. Ja, das ist der Griff, an dem man die Persona tragen kann. Ich weiß auch nicht, wie man es übersetzt auf Deutsch, aber das wäre hier der Name und das Gesicht und eigentlich alles andere, was da drin steht. Eigentlich besteht die Persona eigentlich nur aus diesen Griffen. Personas sind entweder Werkzeug oder zusätzlich auch noch Waffe. Das müssen wir vielleicht auch noch besprechen. Also das sind die beiden Grundfunktionen von der Persona, also Werkzeug. Für uns als Designer. Ja. Wir müssen ja herstellen und das machen wir mit einer Persona und da gibt es halt einen bestimmten Weg. Und das andere ist eine Waffe und das kommt aus dem Ursprung von Cooper. Der hat die Personas mehr oder weniger als Waffe erstmal entwickelt, um sich die Leute vom Hals zu halten. Weil die kamen immer an, wollten noch ein Feature, noch ein Feature, noch ein Feature. Und er als einer der ersten Devs hat natürlich gebaut. Weil je mehr Feature, desto mehr Geld. Und dann kam das, und Cooper hat das ja auch bekannt gemacht, Featureitis, ne? Also wenn man Cooper ernst nimmt. So fing das an. Und daran sieht man, glaube ich, auch, dass viele Personas so im Projektalltag einfach keine guten Personas sind, weil die Erfahrung ist oft, sie werden halt gemacht, dann hängen sie vielleicht noch irgendwo in so einem Meetingraum an der Wand. Ja. Aber werden sie denn verwendet? Meistens nicht. Genau. Aber wir haben vorhin im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, was sind denn eigentlich die Verwendungen aus eurer Sicht? Also, weil mir hilft es, wenn ich jetzt als UXer in der Rolle bin im Projekt, so eine Persona zu modellieren, ist für mich einfach schon mal Erkenntnisgewinn. Und das ist schön, aber das ist ja nicht das Ziel. Ne? Wenn ich jetzt ein bisschen was über die Persona weiß, hat ja das Dev-Team nichts davon. Wenn du die Persona hast und du hast sie auch, es ist eine gute Persona, da stecken Ziele drin, du hast verstanden, wo will Mary Taylor zum Beispiel hin, was möchte die erreichen, dann musst du die überall mitnehmen. Also du baust ja Software, du baust irgendeine Art von Produkt und du hinterfragst ständig, also hilft das Mary, hilft das ihr, an dieses Ziel zu kommen oder stelle ich ihr gerade irgendwelche Hindernisse in den Weg? Ja. Also Cooper sagt, eine Persona ist ein Character in a Play, also eine Figur in einem Theaterstück. Und was du machst, ist eigentlich, du setzt dir so das Make-up auf von Mary und überlegst, versetzt dich in sie hinein und überlegst, wie würde sich das für mich jetzt anfühlen, wenn ich Mary wäre. Ja, ihr habt jetzt ein paar Mal schon gesagt, die Ziele, die sind das Wichtige bei einer Persona. Jetzt ist es ja so, die unterscheidet man ja eigentlich auch nochmal in verschiedene Kategorien. Ebenen, ja. Verhalten ist im Unterschied zu Experience etwas, was man sehen kann, was man beobachten kann, was man hören kann. Aber das sind ja einfach erstmal nur Verhaltensweisen. Okay. Also du musst erstmal lernen, das Verhalten zu interpretieren und dann gibt es verschiedene Ebenen von Zielen, die man sozusagen interpretativ im Gespräch mit den Leuten rausfummeln kann. Was ich noch wichtig finde, wenn man das Verhalten beobachtet, alles ist zurückführbar auf irgendeine Art von Grund. Genau. Beweggrund. Ne, das ist ja auch das Wort. Also es gibt einen Grund dafür, dass wir uns bewegen und den wollen wir rausfinden. Und wenn ich dich beobachte, kann ich vielleicht Annahmen darüber treffen, warum du eine bestimmte Bewegung ausgeführt hast und vielleicht liege ich auch richtig, aber vielleicht auch nicht. Und da hilft es natürlich dann zu sprechen. Also es geht dann so eine Hierarchie an Zielen.
wahre Dramatik liegt da, dass es verschiedene Ebenen gibt von Gründen, Beweggründen. Und am Schluss stehen wir dann bei den 7 großen, mega großen Beweggründen, die Mark Hassenzahl mit Sarah Diefenbach das erste Mal gehoben haben. Und das ist so die Quintessenz aus der Motivationspsychologie. Also, aber also das mit den Do- und Be-Goals, das würde ich gerne noch mal vertiefen. Ich mache mal einen Vorschlag. Wir werfen noch mal einen Blick auf eine Persona, die wir in der Schulung einsetzen. Und da können wir mal schauen, ob wir da Do- oder Be-Goals finden und was das denn überhaupt ist. Es geht um eine App, die Menschen bei der Pflege von Pflanzen unterstützt. Ja, ich lese mal ein paar wichtige Aspekte vor. Also, Sebastian ist verheiratet und er lebt mit seiner Frau im Grünen und die beiden laden sich gerne Freunde zu sich nach Hause ein und da ist es ihnen wichtig, dass Haus und Garten immer gepflegt werden und da spielen die Blumen eben eine große Rolle. Gleichzeitig nehmen sie sich nicht so viel Zeit für die Pflanzenpflege und offensichtlich hängen sie auch an einzelnen Pflanzen nicht so sehr, weil wenn mal eine eingeht, dann wird sie halt ersetzt. Und das ist noch nicht in irgendein Template und überführt und noch nicht hübsch gemacht. Du hast jetzt gesagt, es ist noch nicht hübsch gemacht, aber das wäre direkt was mir positiv auffällt, dass da nicht so viel Schnickschnack zu sehen ist. Jetzt, nachdem ich es gelesen habe, habe ich das Gefühl, es geht Ihnen jetzt gar nicht so um diese eine Pflanze oder um die Blume selbst, sondern es geht Ihnen eher um dieses, wir möchten eine schöne Terrasse haben, ein schönes Haus haben, wir möchten dass unsere Freunde beeindruckt sind. Genau. Es wirkt alles so gepflegt. Ja. Das sollte. Und es ist ja was anderes, als wenn wir jemanden haben, der sagt, oh, wenn mir die Pflanze angeht, dann bricht für mich die Welt zusammen, weil ich so an dieser Pflanze hänge. Ja. Aber ich finde das echt cool, das Beispiel, weil jetzt könnte man überlegen, okay, wir haben verstanden, die möchten ihre Freunde beeindrucken, die möchten ein gut gepflegtes Zuhause haben. Wie kann man ihnen das dann noch ermöglichen? Der Begriff Goals ist jetzt schon oft gefallen und offensichtlich unterscheidet ihr das nochmal zwischen mindestens Do- und Be-Goals. Wir haben ja jetzt ein Beispiel hier von unserem Sebastian, der vielleicht irgendwelche Ziele hat. Erstmal, was sind denn die Unterschiede? Also was sind denn Do- und Be-Goals? Also ein Be-Goal, du hast das Ziel, etwas Bestimmtes zu verkörpern, zu sein. Zum Beispiel, ich habe eben gerade schon gesagt, ich möchte ein Vorbild sein. Okay. Oder ich möchte populär sein. So, wenn wir mal auf das Bedürfnis Popularität schauen. Ja. Und jetzt gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, das zu schaffen. Und eine davon könnte zum Beispiel sein, dass ich das versuche dadurch zu erreichen, dass ich einen gepflegten Garten habe. Zum Beispiel. Jetzt sind wir wieder bei dem Beispiel. Das heißt, da habt ihr schön gerade die Brücke nochmal zu unserem Beispiel geschlagen. Also unser Sebastian, da steht ja... Sie laden gerne Freunde ein und ihnen ist wichtig, dass das Haus und Garten gepflegt wird. Genau. Also da wird diese Popularität sozusagen als großes Warum im Hintergrund reingeschrieben. Genauso gut hätte man aber auch schreiben können, ihnen ist es wichtig, das hinzukriegen. Also dieses Kompetenzerleben. Ich kann das. Ich bin wirksam, ich kriege das hin. Ohne, dass das andere toll finden oder so, like machen. Aber dem ist das so... Das steht jetzt so da noch nicht drin, ne? Nee, aber da steht drin populär. Genau. Ne? Wäre das jetzt für euch als eine Persona-Beschreibung okay? Oder würdet ihr diese Do- und Be-Goals explizit machen, dass ihr eine Überschrift habt, Do-Goals, Be-Goals? Wenn du das machst, ist, glaube ich, die Gefahr da, dass sich deine Stakeholder oder die Leute, mit denen du arbeitest, vielleicht darauf ausruhen, sich nur die Stichpunkte anschauen, das aber nicht wirklich verstehen. Also wenn du ihnen diesen Text gibst, dann müssen sie in ihrem Kopf noch ein bisschen arbeiten, müssen ein bisschen dafür arbeiten, das zu verstehen und merken sich das dann auch besser. Deswegen finde ich diese Persona hier schon sehr schön. Kann ich noch mal da was anmerken, was mir gerade noch mal auffällt oder was ich hier noch mal hervorheben will? Die Be-Goals sind wirklich wichtig. Also es fällt mir jetzt bei der nochmal ganz besonders auf, weil nur zu sagen, Haus und Garten sollen gepflegt werden als Do-Goal reicht nicht aus, weil wir wollen ja verstehen, warum wollen sie das so haben. Ne? Also sobald man das Be-Goal ändert, wird die Persona es wird eine komplett andere Persona draus. Genau. Also wenn du jetzt mal Kompetenzerleben setzen würdest
das wäre ohne Popularität. Da musst du denen ganz viele Möglichkeiten bieten, um irgendwie sich auszutoben und Genau. Sich selber. Auch wenn sie die gleichen Do-Goals haben. Gleichen Do-Goals, aber da wollen sie halt Kompetenz erleben haben. Ich habe noch einen Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte. Und zwar, wie ist es denn? Also wie viele Personas sollte ich denn haben? Cooper im Neuesten meinte mal irgendwann 3, woanders steht 5. Aber ich finde, eine reicht eigentlich. Habe ich eine Primäre und die anderen sind dann nicht? Sekundär. Oder können die auch? Sekundär. Nee, du kannst keine 2 Primären haben, jedenfalls sind nach Cooper. Mhm. Weil dann verlierst du ja den Fokus. Also die Gefahr ist immer da, dass man, wenn man zu viele Personas hat, dann gestaltet man das Produkt ja für die verschiedensten Ziele. So, und das kommt raus, irgend so ein zusammengewürfeltes Produkt mit ganz vielen verschiedenen Features. Ja. Mhm. Und am Ende ist keiner so richtig glücklich, weil, ja, irgendwas stört dann immer. Und die Devise ist da, lieber weniger Personas bedienen, am liebsten eigentlich nur für eine Persona das Produkt bauen und die wirklich glücklich machen. Genau. Und vielleicht gibt es welche Und dann fährt sekundäre, genau, das es färbt dann ab. Das ist Cooper. Mach die primäre Persona glücklich, dann hast du zumindest erstmal einen Eintritt, ne, und dann kannst du drauf hoffen und dann passiert das häufig auch, wenn das gut gebaute Produkte sind, dass das dann auch plötzlich andere Leute sehen und brauchen. Ne? Ja, cool. Also ihr habt mir, glaube ich, ganz viele Fragezeichen schon mal genommen. Euch schon mal vielen Dank. Das hat mir großen Spaß gemacht mit euch. Der nächste Schritt, der wäre jetzt für mich, jetzt haben wir gesehen, was macht eine gute Persona aus? Wie komme ich denn dahin? Da machen wir nochmal ein extra Video zu. Ja. Und das verlinke ich euch dann. Und solange das nicht da oben verlinkt ist, solltet ihr den Kanal abonnieren, weil dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, wenn das Video fertig ist. Und ich freue mich, dass ihr da wart. In diesem Sinne, papalapap. Also, wenn du mit Personas arbeitest, eins darfst du nicht machen. Überhaupt nicht. Auf Stereotype zurückfallen. Sodass man denkt, Sheldon Cooper weiß schon genau, wie der tickt oder so. Also Susi sorglos. Geht gar nicht. Oder Das wäre vielleicht Lydia, das Leitluder, das war das Schönste, was ich jemals gesehen habe Bitte an Namen. was? Lydia, das Leitluder. Ja, schön.